Die Chinesen haben wieder einmal zugeschlagen, denn die zumindest bei uns unbekannte Marke Shenlan bringt mit dem SL03 sein erstes Elektroauto auf den Markt. Alles, was man aktuell zur Stromerlimousine Shenlan SL03 wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Das chinesische Unternehmen Shenlan ist ein Joint Venture von Changan, CATL und Huawei. So viel zum Organisatorischen. Viel interessanter ist aber das erste Auto, das die junge Firma schon im August 2022 vorgestellt hat, der SL03. Ob das Modell auch nach Europa kommt, ist bisher leider nicht bekannt. Zuletzt hatte Changan 2020 angekündigt, mit dem Crossover Uni T auf dem europäischen Markt starten zu wollen. In mehr als 40 Ländern ist der Hersteller bereits aktiv und auf dem Heimatmarkt strategischer Partner von Ford. Den SL03 wird es übrigens in 3 Versionen geben: als Elektro mit Range Extender, als reinen Elektro und mit Brennstoffzelle. Doch schon die Anschaffungskosten der Wasserstoffversion machen deutlich, dass es sich hier mehr um ein Leuchtturmprojekt zur Veranschaulichung der technischen Möglichkeiten handelt, als um eine echte Option für Endverbraucher. Zu den Preisen aber später mehr. Der SL03 hat sportliche Proportionen, dünne Scheinwerfer und eine durchgehende futuristische Rücklichtleiste. Die Optik an der Front erinnert mich ein wenig an das Design von Pininfarina und gefällt mir sehr gut. Bündig und angeflacht geht es an der Seite entlang zum hochgezogen wirkenden Heck, welches den stromlinienförmigen und sportlichen Eindruck abschließt. 34 Sensoren inklusive LiDAR-Einheit scannen die Umgebung und füttern die Assistenzsysteme mit Informationen. Im Innenraum bestimmt ein 14,6 Zoll großer mittiger Touchscreen das Bild, der sich um 15 Grad nach rechts oder links neigen lässt. Hinter dem abgeflachten Lenkrad sitzen digitale Instrumente und ein Augmented Reality Head-Up-Display. Die Insassen nehmen unter einem Panoramaglasdach und inmitten von 14 Sony-Lautsprechern Platz. Die DAZONI IQ ist die erste Premium-Ladestation im Privatbereich. Sie kommt mit PV-Überschussladen, Dienstwagenabrechnung und voreingebautem MID-Stromzähler. Zusätzlich kann man die Wallbox über Over-the-Air-Updates auf dem Laufenden halten und sie dank integrierter farblich anpassbarer LEDs als Lichtquelle nutzen. Wenn ihr mehr über die hochwertige und eindrucksvolle Wallbox wissen wollt, dann könnt ihr euch die DAZONI IQ ab sofort mit dem Link in der Beschreibungsbox bei eautos.de ansehen und auch bestellen. Und mit dem Code Project Drive spart ihr euch beim Checkout nochmal 150 €. Also viel Spaß mit der DAZONI IQ und weiter geht's. Der Shenlan SL03 ist 4,82 Meter lang, 1,89 Meter breit und 1,48 Meter hoch. Den Radstand geben die Chinesen mit 2,9 Metern an. Was alle angebotenen Ausführungen eint, ist der E-Motor an der Hinterachse, der je nach Variante 160 oder 190 kW leistet. Dem Einstiegsmodell verpasst Shenlan zusätzlich einen 1,5 Liter Saugbenziner mit 95 PS, der ausschließlich dafür da ist, den 28,4 Kilowattstunden großen Lithium-Eisenphosphat-Akku zu laden. Rein elektrisch schafft der SL03 EREV laut Anbieter bis zu 200 Kilometer, zusammen mit dem Range Extender sollen maximal 1200 Kilometer möglich sein. Die Kunden können bei Bedarf aber auch gänzlich auf die Unterstützung eines Verbrenners verzichten. Als reine E-Version kommt der SL03 dank 190 kW starker E-Maschine und einem 58 Kilowattstunden Nickel-Mangan-Kobalt-Akku maximal 515 Kilometer weit. Es gibt noch eine Variante mit großem 80 Kilowattstunden Akku und kleinem E-Motor mit 160 kW. Der soll dann Reichweiten von 705 Kilometer zurücklegen können. Das klingt natürlich super, jedoch sind die Reichweitenangaben allesamt in CLTC gemessen. Die mit Abstand teuerste Ausführung des SL03 verfügt über eine Brennstoffzelle, den 160 kW Motor und die Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit 28,4 Kilowattstunden. Jeder gefahrene Kilometer soll lediglich 3 Cent kosten. Den Wasserstoffverbrauch gibt Shenlan mit 0,65 Kilogramm pro 100 Kilometer an. Bis zu 730 Kilometer soll die Top-Version zurücklegen können, bevor der Tank wieder aufgefüllt werden muss. Laut Hersteller sollen sich die Gesamtverkaufszahlen für das Modell bei 15.000 Einheiten pro Monat einpendeln. Das klingt schon nach ziemlich viel, so wurden aber nach Bestellstart in den ersten 30 Minuten 10.000 SL03 verkauft.
Und das zu Preisen ab 26.500 Euro für die reine E-Version mit 58 Kilowattstunden Akku und 31.000 Euro für die 80 Kilowattstunden Version. Die Variante mit Brennstoffzelle startet übrigens bei über 100.000 Euro. Das dürfte wohl mehr als uninteressant sein. Wie gefällt euch der Shenlan SL03? Fändet ihr den besser als ein Model 3? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!